Arriba will zum Verkauf hübsch gemacht werden. Das Bugstrahlruder offensichtlich eine undichte Dichtung hatte und dadurch Salzwasser genommen hat und damit ist es zerstört. Ich glaube, man sieht es uns auch so ein bisschen an. 2 Boote sind zu viel. Für dich. Ja, es geht jetzt auch ab, ne? Weißt du noch, wann wir es dran gemacht haben? Im Hafen in Hamburg, ne? Nein. Nee, das war unterwegs irgendwo. War das Dings zur Meer? Nein. Sag mal. In Breskens. In Breskens? Ja. Wo wir Dieter und Christiane verabschiedet haben und dann plötzlich alleine waren. Und da so rumgesessen sind und versucht haben, uns mental darauf vorzubereiten, loszufahren. Ich will gar nichts sagen. Ach so, du willst Nur weil nichts das sagen. Logo im Hintergrund ist, macht es ja Sinn, wenn ich mit dabei bin, oder? Nein. Gut, dann gehe ich wieder. Mach du mal fertig. Das mache ich jetzt ab. Ich kann aber nicht mit einer Hand die Kamera halten und mit der anderen Hand die Schriftzüge abknibbeln. Jetzt darf ich doch wieder mitspielen. Das ist auch eine Arbeit für jemanden, der gestern nicht aufgegessen hat. Aber du kennst dich aus und hast das richtige Werkzeug. Ja, eine Heißluftföhn, den hätte ich noch mitbringen können. Aber den habe ich jetzt vergessen. Nee, den habe ich tatsächlich auch nicht mit. Nee. Ich hatte ihn Warum auch? vorhin in der Hand, ja, weil ich die Stromschläuche mitgenommen habe. Ach so. Ah, siehst du? Aber wir haben auch keinen Strom an Bord, von daher hat dir das auch nicht geholfen. Aber wir können doch... Ans Kabel können wir ran. Ja, wir können doch ans Kabel ran. Genau. Einfach Strom aus der Steckdose holen. Ja, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ja. Da unten ist eine Steckdose. Stecker rein. Fertig. Ja. Man sieht den Schriftzug ja noch. Das ist zum einen ein bisschen ausgebleicht von der Sonne, das ist normal. Und das andere ist ein bisschen Kleberest. Und um den verschwinden zu lassen, mache ich jetzt erstmal ein bisschen WD-40 drauf. Das ist sehr gut, um Kleberückstände zu entfernen. Also auch im Haushalt oder so, wenn ihr mal Kleberückstände entfernen müsst, WD-40 ist ganz gut. Und danach wird das noch ein bisschen poliert mit Metallreinigungspolitur. Und dann dürfte das eigentlich einigermaßen gut sein. Ich hoffe es zumindest. Guten Morgen. Arriba will zum Verkauf hübsch gemacht werden. Und die war jetzt in der Werft, Unterwasserschiff wurde neu gemacht. Ja. Und jetzt kommt sie wieder ins Wasser und dann bekommt sie von uns den letzten Schliff. Genau. Wirst du die Arriba vermissen? Nee. Nee, weil wir hatten eine schöne Zeit mit ihr. Und deswegen an die denke ich auch gerne zurück. Und deswegen darf sie jetzt gehen. Nee, wir haben ja jetzt die Likorne und die bringt uns halt zu anderen Abenteuern. Es ist viel passiert in den letzten, also seit wir die Arriba haben, viel Gutes, viel Schlechtes. Und deswegen, um jetzt gut durchzustarten, und ist das genau richtig mit dem neuen Boot. Oder? Ja, es stimmt. Es sind auch viele schlechte Sachen passiert. Also in der Zeit zumindest, in der wir Arriba hatten. Und vielleicht ist es deswegen auch gar nicht verkehrt, jetzt mit dem neuen Boot. So, ne? Ja. Genau. Ja. Wir hatten hier ursprünglich da ein Bugstrahlruder drunter hängen. Und wir sind auch deswegen in die Werft gegangen, weil das nicht mehr funktioniert hatte. Ich hatte die Relais getauscht und habe alles elektrisch gecheckt. Das hat alles funktioniert. Also wenn ich nach links gemacht habe, hat es geklackt. Und wenn ich nach rechts gemacht habe, hat es geklackt. Das bedeutet, dass die Kontakte sich schließen. Ist aber auch Spannung da, aber das Bugstrahlruder lief nicht. Und jetzt hat sich herausgestellt,
Es war ja ein Bugstrahlruder, was drunter hängt. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass das Bugstrahlruder offensichtlich eine undichte Dichtung hatte und dadurch Salzwasser genommen hat und damit ist es zerstört. Wir haben es jetzt also ausbauen lassen. Die Löcher, die im Rumpf waren, sind fachgerecht jetzt verschlossen worden und jetzt ist die Arriba ohne Bugstrahlruder, was aber auch nicht schlimm ist, weil ich habe die Anlegemanöver immer ohne gemacht, weil es mir viel mehr Spaß gemacht hat ohne, durch den starken Radeffekt, den die Arriba hat. Und wir brauchen auch bei der Bootsgröße wirklich kein Bugstrahlruder. Und der Wasserschiff ist jetzt soweit fertig gemacht, hat ein neues Anti-Fouling bekommen, wurde auch angeschliffen. Man sieht aber hier so ein bisschen, wenn man drauf guckt, dass da alte Farbschichten drunter sind. Die sind zwar alle fest, das haben sie also geprüft und geschabt und dann angeschliffen und jetzt ist es eben mit Anti-Fouling versehen. Aber das ist auch ein ganz normaler Prozess, das tritt irgendwann auf und dann, wenn es zu stark ist, fängt es an abzublättern, dann nimmt man es komplett runter und baut das nochmal auf. Aber das ist jetzt noch nicht schlimm. Das kommt einfach mit der Zeit so. Wir haben hier das große Spatenruder, das vermittelt einen sehr, sehr guten Ruderdruck. Also man hat ein ganz genaues Gefühl für das Boot, was das Boot gerade macht durch das große Ruder. Und hier haben wir den Dreiflügel-Faltpropeller, Dreiflügel-Drehpropeller haben wir hier. Der eben auch, wenn wir in Vorwärtsfahrt sind, stellt er sich so, dass die Flügel praktisch gerade stehen, also ein geringer Widerstand bildet. Das ist jetzt die Rückwärtsfahrt und das ist die Vorwärtsfahrt und das macht er automatisch. Also das ist rein durch die Anströmung dreht er sich so. Und für die, die sich schon immer gefragt haben, das steht doch auf Stützen. Hier sind jetzt die Patches von den Stützen. Das Boot wird erstmal ein bisschen hochgezogen, dann wird das nachgestrichen, schnell ein bisschen getrocknet und dann ist es ready to go. Das ist die normale Praxis, geht ja nicht anders, man kann es nicht anders machen. So. Er fängt jetzt an, das nochmal ein bisschen abzuspachteln und streicht das gleich und dann ist gut. Das Boot ist ja gerade angehoben worden mit dem Travel Lift. Es waren ja Holzstützen drunter, die das Boot praktisch gegen das Kippen abgestützt haben, solange es eben nicht in der Schlinge von dem Travel Lift hing. Der Travel Lift hat es angehoben, die Stützen sind mit einem Riesengepolter umgefallen. Und jetzt hängt das Boot nur noch in diesen riesigen Schlingen drin am Kran. Das sind diese Schlingen, wo das Boot drin hängt. Und hier ist noch eine Stelle, wo jetzt diese Stützen standen. Das hier sind die Stützen. Du siehst so richtig klein aus neben dem Boot und neben dem Travel Lift. Ich bin ja auch klein. Ja. Ein Abschnitt geht zu Ende. So, die gute Arriba liegt jetzt schon im Wasser. Wir konnten das Wasser nicht filmen. Aber es ist nichts anderes, als dass der Travel Lift praktisch mit dem Boot in der Schlinge hier rüber fährt. Dann die Schlingen ablässt, bis das Boot im Wasser ist. Und dann, hier ist der Schlüssel. Wir übernehmen jetzt das Boot und fahren wieder an unseren Liegeplatz. Also wenn hier durchgeputzt ist, es ist ja alles schon raus. Hier nochmal für diejenigen, die sich nicht daran erinnern können, ein wunderschönes Polster. Ich doch
Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Und deswegen kriegen die jetzt ein ins bestehende Farbkonzept passende graue. Das sieht richtig geil aus. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, dass du es nicht gedacht hättest. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass es gut ist. Ja. Das werde ich auch wieder machen, bevor es soweit ist. Hier ist jetzt natürlich noch Chaos. Wenn hier mal geputzt ist, wird das alles noch mal ein bisschen schön gerichtet und geguckt. Ich musste bei den Vorhängen noch ein, zwei Sachen reparieren. Das habe ich schon gemacht. Und ja, und von außen muss es noch mal ein bisschen gepflegt werden. Braucht noch mal ein bisschen Liebe und dann, ja, ist die Ariba fertig. Wir hatten die letzten Tage hier wohl ein paar Flugsaurier zu Gast. Ganz schön fette Flecken auf dem Teak und auf dem GFK. Jetzt machen wir mal ein bisschen sauber. Es wird Zeit, dass es ein bisschen gereinigt wird. Das Gute ist, dass wir den Sommer über Stoff hier drüber liegen hatten gegen die Hitze. Das hat uns das Teak sehr gut geschützt, nicht so viel zu reinigen. Also ich verteile da jetzt einen Teakreiniger. Der wirkt jetzt 15 Minuten ein und dann heißt es alles sauber. Da bin ich ja gespannt. Du Ja. auch? Ja, ich bin dann auch gespannt. Da kommt ganz schön viel Dreck runter, du. Ja. Das siehst du, wenn das übers weiße Gelcoat drüber läuft, wie viel das ist. Also das hier wird eher so Holzfarben werden und das ist, bleibt natürlich ein bisschen grau. Und hier schön altersgerecht. Es wird geputzt. Wir haben tatsächlich alles soweit fertig geräumt, ausgeräumt, ausgebaut. Jetzt wird geputzt und dann kommen die allerletzten finalen, also innen geputzt, außen haben wir es ja schon gemacht. Und dann kommen die allerletzten finalen Touch-Ups. Da und dort, wo noch gesehen ist, noch was Schraubenloch zuzumachen und so. Das machen wir dann final, wenn wir fertig sind mit Putzen und gesehen haben, wo noch was zu tun ist. Und genau. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange wir brauchen. Ich hoffe, es geht schnell. Ich glaube, man sieht das uns auch so ein bisschen an. 2 Boote sind zu viel. Oder was meinst du? Ja, 2 ist 1 zu viel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich immer noch sehr begeistert von den Schränken, die wir gebaut haben, weil die haben sich einfach bewährt und die sehen echt gut aus. Zeig doch mal, was wir gebaut haben. Man weiß ja gar nicht, was vorher schon da war. Nix war da. Naja, das obere Brett, das waagerechte Brett war da, aber die Türen halt nicht, ne? Genau, also das hier war halt da. Wenn man halt segelt und Lage macht, dann fällt ja alles raus, was da drin ist. Und irgendwie Netze wollten wir auch nicht. Und außerdem wollten wir unsere Sachen verstecken. Und haben wir lange überlegt und sind auf die Idee gekommen, hier einfach Türen vorzumachen. Und
weil es ja ein Boot ist ja nicht alles gleich. Ist hier drüben, also auf der gegenüberliegenden Seite ist auch so ein Brett, aber auf einer ganz anderen Höhe. Das heißt, wir konnten es auch nicht spiegelgleich machen. Sonst hätten wir es einfach spiegelgleich gemacht, aber das geht natürlich nicht. Da drüben ist das Brett auf einer ganz anderen Höhe und deswegen haben wir da drüben einen anderen Schrank gebaut, als wir hier gebaut haben. Und ich bin immer noch echt glücklich damit. Das ist ein ganz einfaches System mit den Schiebetüren. Sie sind in solchen doppelten U-Halterungen drin und dann kann man die so beiseite schieben. Einfache Plexi und es hat auch viel Helligkeit, viel Leichtigkeit in den Raum gebracht. Also gibt die immer noch. Wir sind auf den letzten Metern. Es wird gewischt. Und wenn gewischt wird, heißt das, dass wir nicht mehr viel haben. Ich bin da glücklich drum, weil die letzten 2 Tage waren wir hier an Bord, haben geputzt, haben so die letzten Kleinigkeiten gemacht. Und jetzt sind wir auf den letzten Metern. Ich bin echt froh. Ich würde mich gerne auf die Langhorne konzentrieren können für die nächste Zeit. Und deswegen ist mir das auch so wichtig. War spannend. Haben noch mal ein paar Sachen gefunden, irgendeinen Lüfter, der sich irgendwo versteckt hatte und Kabel. Hier war noch ein ganzes Schab mit Kabeln und Kabelpresse voll. Und ja, es ist natürlich auch viel Erinnerung, ne? Was hier dran hängt, wie wir hier die Schränke damals gebaut haben, in Hamburg noch, bevor wir losgefahren sind. Wie wir manche Sachen eingebaut haben, tolle Momente auf See, wie zum Beispiel die Biskaya damals mit Delfinen im Sonnenuntergang. Das war wunderschön. Oder zum Beispiel das erste Mal ankern und das erste Mal so richtig Boatlife erleben. In den Rias, in der Ria Aldan, lagen wir über eine Woche mit Freunden mit 2 Buddyboats. Und das war wunderschön. Da kamen die Delfine teilweise bis ans Boot ran, als sie gejagt haben. Und wir haben abends zusammengesessen und Karten gespielt und das erste Mal so richtig eine Woche vor Anker mit Strom machen, mit, keine Ahnung, das Bootleben genießen. Und es war auch ruhig, weil das war schon recht spät im Jahr. Ich glaube Oktober war das schon und da waren kaum noch Yachten da. Das war total ruhig und im Sommer ist da die Hölle los, das ist die Karibik Spaniens, aber im Winter oder im Herbst war es da total ruhig. Gemacht werden muss am Ende des Tages alles. Also wie du es aufteilst, ist egal. Nee, die Frage ist ja, hast du was zu tun währenddessen? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Ja, nicht, dass ich jetzt beziehe jetzt Polster. Okay. Ist das okay? Dann würde ich das nämlich machen. Dann würde ich den... Bei den Großen musst du mir halt nachher helfen. Das schaffe ich nicht alleine, das weißt du. Mhm, okay. Ja, aber ich bin ja nur kurz weg. Die Sachen holen, ne? Ja. Ich muss die Polster auch beziehen. Also. Ist nicht so, dass wir nichts mehr zu tun haben. Polster sind wieder bezogen. Sieht doch gleich viel besser aus als das Muster, das Originale. Ich finde, das macht immer total viel aus.
Für dich. So, wir stehen eins der letzten Male auf der Ariba. Wir haben jetzt die letzten Tage durchgeackert. Ja, kann man so sagen. Fertig. Wir sind fertig und die Ariba ist fertig. Wir haben jetzt geputzt, wir haben aufgeräumt, wir haben ausgemistet. Auf dem Steg hinter uns stehen noch jede Menge Taschen, die noch auf dem neuen Boot verräumt oder weggeworfen werden wollen. Und es ist jetzt auch gut, dass wir die Ariba jetzt abschließen konnten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil jetzt kommt was Neues. Ja, das war eine schöne Zeit mit der Ariba und wie schon gesagt, sie hat uns hier hingebracht, wo wir sind. Ohne die Ariba wären wir nicht hier. Viel erlebt, haben tolle Sachen erlebt, möchte keine Minute davon missen, aber es wird Zeit für was Neues. Also die Ariba ist jetzt verkaufsfertig. Wir haben ja das neue Boot, die Lalicorne. Die Ariba hat uns, wie Marion gerade sagte, bis hierher gebracht. Und sie geht jetzt in den Verkauf. Wer also Interesse hat, sie ist inseriert, meldet euch gerne. Falls sie nicht schon weg ist. Das kann passieren, tatsächlich. So, das war's mit der Ariba, das war's für heute. Und wenn du wissen willst, wie es mit der Licorne weitergeht, dann abonniert den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Und schalte die Glocke ein und gerne auf Instagram und Facebook. Und wir machen jetzt Feierabend. Genau. Danke, dass du bis hierher dabei warst. Tschüss. Tschüss.